Und wir haben nämlich noch was richtig Verrücktes vor, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Stimmt's? Was haben wir vor? Willkommen alle zusammen zu einer neuen Folge. Und Anne muss mal schnell übernehmen, weil ich muss jetzt losfahren. Ja. Übernehme. Wir sind gerade in Barcelona angekommen. Wir fahren jetzt erstmal von der Fähre runter, bevor wir hier einen Stau verursachen. Haben uns aber dafür entschieden, uns Barcelona auf dem Rückweg anzuschauen. Stopp, Schatz. Hintergrund ist der, dass wir gerade noch krank waren die letzten 10 Tage und uns eine Großstadt jetzt einfach ein bisschen zu stressig wäre direkt. Genau, ich muss jetzt aber hier mal kurz das Navi machen. Festland hat uns wieder. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier aus diesem Hafengelände rauskommen. Die sind immer ein bisschen verwirrend. Aber wir folgen einfach mal allen anderen. Da ist ein BO. Was ist BO? Und dann müssen wir erstmal irgendwo was snacken. Also richtig was gegessen haben wir heute noch nicht. Das Coole ist, ich konnte schon ein bisschen vorarbeiten und konnte schon ein bisschen ins Video schneiden. Daraus? Ja. Ein neuer Tag auf dem spanischen Festland. Wir befinden uns irgendwo südlich von Barcelona, vor Valencia, keine Ahnung. Sind jetzt hier an einem Strandabschnitt und wollen heute erstmal draußen frühstücken, weil heute ist Sonntag und ja, was kann es Besseres geben, als am Strand zu frühstücken, würde ich sagen. Immer wieder sonntags kommt die ja genau. Jetzt hier erstmal Frühstück. Es gibt für mich Kokos, Sojajoghurt. Für Fabi gibt es Skier, damit er genügend Muskeln für den bevorstehenden Van-Ausbau hat. Ja. Mit Obst und Müsli. Kraftvolles, gesundes Frühstück. Schön und lecker. Es ist immer noch ein bisschen frisch, aber für den Januar dürfen wir uns nicht beschweren. Wir fahren jetzt ein bisschen weiter in den Süden runter und werden uns jetzt erstmal für ein paar Tage einen Campingplatz genehmigen, weil wir einfach so das Gefühl haben, dass wir das mal 3 Tage Ruhe brauchen. Haben wir mal Bock drauf. Wir haben irgendwie Bock drauf und why not? Wir haben einen rausgesucht. Der ist auch verdammt günstig mit 10 Euro. Normal kosten hier irgendwie 30 Euro, was ich für einen Campingplatz schon heftig finde. Vor allem können wir da auch mal Tisch und Stühle rausräumen und auch mal draußen arbeiten, ohne dass wir gleich so Campingverhalten in der Wildnis an den Tag legen. Genau, wir stehen jetzt hier nämlich auf diesem echt schönen Platz. Aber gestern Abend ist hier schon die Polizei vorbeigefahren und hat einfach wahrscheinlich geguckt, ob jemand groß was rausräumt. Das ist in Spanien jetzt nicht ganz so genehm oder gern angesehen, sage ich mal. So zwischendurch mal einen Campingplatz finde ich eh immer ganz schön.
haben dann nicht den Stress, Wasser zu suchen und nicht so Stress, Wasser zu suchen, können wo mal alles abspülen richtig und ja, man unterstützt das Land ja auch noch ein bisschen. Genau. Support. So, los geht's. Weiter gen Süden. Warte, wie ging das Lied? Ejo, was geht? Der Sonne hinterher. Ejo, was geht? Und ich sag... Hey. Hey. Der wieder musikalische Anne. Nennt mich auch die musikalische Anne. Den hab ich doch gerade. So, wir befinden uns übrigens gerade in Castellón. Das Stadtbild ist sehr merkwürdig. Große Häuser, Palmen, irgendwie, ich weiß auch nicht. Passt irgendwie alles nicht so zusammen, finde ich. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein schönes Café finden, weil außerhalb hier sieht es irgendwie... Ja, irgendwie auch cool. Mit den ja, jetzt Häusern wird es ein da bisschen schöner, ja, das stimmt. Das sieht also so cool aus. echt abgefahren irgendwie. Das gestaltet sich schwieriger, als sich vermuten lässt, in so einer großen Stadt einen Kaffee zu finden um die Uhrzeit. Auf einen Sonntag. Hier ist die Markthalle, hier ist die Kirche, hier ist der Marktplatz, hier muss ein Kaffee hin. Die Uhrzeit scheint der Spanier keinen Kaffee zu trinken, sondern Bier. Die trinken alle Bier hier. Ja. Das ist unglaublich. Aber gut, wir finden schon noch irgendwo was, wo wir uns hinsetzen können. So, wir sind doch noch fündig geworden. Aber es war gar nicht so leicht. Also der Spanier an sich trinkt anscheinend mittags lieber ein Bier auf dem Wochenende. Das sieht auch ganz gut aus. Das von Hahn. Eine weitere Arbeitswoche fast vorbei. Es ist Donnerstag. Wir fahren jetzt Richtung Valencia rein. Wir standen hier jetzt die ganze Zeit auf dem Campingplatz und ihr habt nichts verpasst. Es ist nichts passiert, außer dass wir gearbeitet haben. Der Campingplatz war keine Schönheit, aber er war preisgünstig für 10 Euro. Preis-Leistung wirklich top. Sauber, also kann man sich nicht beschweren. Aber wie gesagt, man hat ja jetzt nichts verpasst, wenn man den nicht gesehen hat. Wir fahren jetzt rein nach Valencia und ich hoffe... Ich weiß, dass es eine geile Stadt sein soll und ich hoffe, sie ist es auch. Es ist eine hammergeile Stadt. Es ist eine der geilsten Städte, die wir hier gesehen haben werden. Das sind jetzt aber hohe Erwartungen. Ja. Und wir haben nämlich noch was richtig Verrücktes vor, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Stimmt's? Dime si tú quieres algo más. Dime si tú necesitas algo dulce para calmar esta noche. Va a ser loca. Esta noche va a ser la mejor de tu vida. Jetzt mitten in Valencia drin. Ihr seht schon die futuristischen Gebäude hier links und rechts um uns herum. Die gucken wir uns alle noch an. Wir parken Elvis nämlich hier in der Nähe. Und haben uns für 3 Tage ein Hotel gegönnt, damit wir die Stadt richtig genießen können. Die soll nämlich nicht ganz so camperfreundlich sein, haben wir gehört. Und damit wir uns keinen Stress antun, haben wir gesagt, komm, YOLO, das machen wir jetzt. Holen wir uns ein Hotelzimmer. Und ich habe am Montag Geburtstag, heißt es ist so ein kleines, vorgezogenes Geschenk vielleicht für mich. Ein bisschen relaxter in meinen Geburtstag starten. Ich glaube, die Perspektive hatten wir jetzt auch noch nicht. Wir erkunden heute mal Valencia mit dem Fahrrad. Das war nämlich der Vorteil jetzt von dem Hotel, das wir haben, dass wir uns ganz easy Fahrräder ausleihen können. Und jetzt fahren wir erstmal in die Innenstadt und gucken uns das an.
Ihr habt's gesehen. Anne hat ein Tattoo bekommen. Das steht für ja, etwas sehr Persönliches und es ist auch eine Erinnerung an unsere Reise jetzt. Ja, das ist irgendwie, ja, hat irgendwie gerade gepasst. Anne hatte Lust, hat ein cooles Motiv gesehen, mit dem sie eine coole Bedeutung verbindet. Und ja, was willst du mehr? Jetzt haben wir Hunger beide und gucken uns noch ein bisschen Valencia an. Aber morgen gibt's mehr. Und morgen gibt es ein bisschen mehr. Deswegen hatten wir uns jetzt auch die Fahrräder ausgeliehen, weil wir hatten einen Termin. Aber der Spanier an sich, dem wäre es wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, wenn wir eine Stunde später gekommen wären. Aber Allmanns müssen einfach pünktlich sein. Ja, Sonne geht jetzt unter, es wird schon echt frisch jetzt. Frisch, ja. Also ich glaube, wir essen jetzt was und gehen dann erstmal zurück ins Hotel. Hola chicos! Schönen guten Morgen, Tag 2 aus Valencia. Wir stromern heute ein bisschen rum, gucken uns die Stadt ein bisschen genauer an, weil gestern hatten wir nicht mehr so viel Zeit so wirklich. Deswegen wird das heute cool und interessant. Mal gucken, was passiert. Das war schön. Ja. Einmal einen Kaffee gepumpt. Ja! Und jetzt geht's ab in die Innenstadt. Yes! Es gefällt uns schon alles sehr, sehr gut. Gestern, was wir gesehen haben, alles sehr schick. Oh, hier Baden-Baden, ein Brauhaus. Und morgen gucken wir uns dann die neuere Architektur an. Die soll ja auch, oder dafür ist ja Valencia sehr berühmt. Ja, mal Ich gucken. finde den Mix sehr cool. Also sehr, sehr schöne Altbauten hier auch, schöne Fassaden. Also super schön und dann auf der anderen Seite aber auch die neue Architektur. Sehr spannend auf jeden Fall. Ja, Valencia ist ziemlich groß. Ich habe es mir gar nicht so groß vorgestellt. Es ist Viele Autos. schon eine sehr turbulente Großstadt. Aber das mögen wir zwischendurch auch mal. Also ich finde Zwischendurch brauchen wir das auch den mal. Mix ganz cool zwischen Natur und Großstadt. Ja. Und ich meine, wir können jetzt einfach mal so einen Wochenendtrip in Valencia machen. Ja, und was man sagen muss, die Stadt ist sehr gut, um mit dem Fahrrad erkundet zu werden. Fahrradwege sehr krass ausgebaut. Kann man sehr gut machen. Man kann hier überall Fahrräder mieten. Kann überall mieten. Das ist wirklich, empfiehlt Das ist echt sich. cool. Oh, ein Vogel. Paradiesvogel. Ja, Fabi muss noch ein bisschen üben. Ah, das ist schon ganz gut geworden, muss ich sagen. Das Schwierige ist, den richtigen Pegel an Wasser da drin zu erwischen. Nicht an Spucke, an Wasser. Aber dann geht's ganz gut. Tag Nummer 3 in Valencia. Das Wetter ist heute leider nicht ganz so gut. Es tröpfelt ein wenig und ist nicht mehr so schön wie gestern. Aber wir gucken uns heute trotzdem die richtig coole Architektur hier an. Es ist so ein Riesenkomplex, wo ganz viele verschiedene Museen sind. Dann ist da noch ein ganz großes Aquarium. Also das ist nicht eine Sache, sondern es ist einfach so ein riesen futuristisches Komplex. Willkommen in diesem futuristischen Areal hier in Valencia. Das sieht ja richtig abgefahren aus. Hier hat man irgendwie so eine, ja, wie so ein Tropengewächshaus Wenn wir ohne kurz ruhig sind, Glasdach. dann hört man vielleicht sogar die Vögel. richtig crazy aus. Hier gibt es irgendwie Museen und Aquarien und hast du nicht gesehen.
Ja. Die sind alle nicht ganz günstig. Ich glaube zumindest das Aquarium kostet irgendwie 35 €. Das ist aber auch eines der größten Aquarien in Europa, wenn ich es richtig gelesen habe. Okay. Also es soll sehr spektakulär sein und sehr cool. Wir haben beide schon festgestellt, dass wir eher Fan von Altstädten sind. Aber das Ding jetzt hier im Speziellen im Hintergrund, das ist jetzt das Kunstmuseum. Das sieht ja völlig abgefahren aus. Das sieht aus wie ein gelandetes UFO hier mitten in Valencia. Und das finde ich schon echt abgefahren. Gerade da, ich weiß mal nicht, ob man es so gut erkennen kann, dieser Balkon mit Pflanzen drauf. Ja, das sieht echt abgefahren aus. Und dann dieses hochgelüftete obere Teil. Weil das jetzt hier auch was hat. Also so dieser Mix Ja. in Valencia aus diesem modernen, abgespaceden Design und dann die wunderschöne Altstadt. Ich finde, es macht so das Besondere auch an Valencia aus, wobei ich auch die Altstadt für mich persönlich noch schöner finde. Ja, es ist eine verrückte Mischung. Und das Coole ist, wenn ihr nach Valencia reinfahrt, dann fahrt ihr hier über diese Brücken drüber, die ihr hier seht. Und dann kommt ihr eigentlich direkt Richtung Altstadt, fahrt ihr an diesen hochmodernen Gebäuden, an dieser Architektur hier vorbei. Richtig verrückt. Schwer zu erkennen, sind wir jetzt wieder in der Altstadt. Wir sind jetzt hier am Mercat Colón. Das ist eine ehemalige Markthalle und wurde umfunktioniert jetzt zu Fressständen. Bisschen stylischere Fressstände. Und da gehen wir jetzt mal rüber und gucken, was wir so geiles snacken können. So, jetzt gibt es so eine heiße Waffel für uns. Wir haben gerade festgestellt, nach 3 Tagen Großstadt, dass wir uns schon wieder ins Grüne und ein bisschen in die Natur sehnen, weil es ist doch ein so heftiger Kontrast jedes Mal wieder. Von alleine stehen irgendwo am Meer hin zu einer Millionen-Großstadt. Ja, keine Ahnung, wie viele Einwohner Valencia hat, aber es wirkt sehr groß und sehr hektisch alles. So schön das auch ist, aber zur Ruhe richtig kommen und auch abschalten lässt sich irgendwie doch besser in der Natur. Verrückt, weil man will dann halt, wenn man so abgeschieden ist, wieder ein bisschen unter Menschen. Und dann ist man 2 Tage unter Menschen, dann will man gleich wieder das Gegenteil. Der Mensch ist ein Es ist verrückt. Widerspruch in sich. Es ist wirklich verrückt. Der Vorteil ist natürlich beim Vanlife, dass man das relativ easy umsetzen kann. Es steht ja auch noch Fabis Geburtstag an. Ja. Ich habe nämlich in 2 Tagen Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ich mich mehr als du drauf freue. Valencia ist uns wieder los. War eine richtig schöne Stadt, oder? Kann man sehr empfehlen. Können wir sehr empfehlen. Also kann man wirklich mal machen. Es ist wirklich mit dem Van nicht ganz so leicht, glaube ich. Es gibt hier ein paar Stellplätze, wo einige Camper rumstanden. Aber so wirklich stehen und drinnen wohnen, glaube ich, wird schwierig. Wir fahren jetzt Richtung Almeria und machen vielleicht noch Halt in Murcia. Das wissen wir noch nicht so ganz. Das entscheiden wir spontan, wie wir Bock haben. Ist jetzt nämlich eine etwas längere Fahrt, also so 2, 3, 4 Stunden. Jetzt gucken wir mal, was wir heute noch so machen. Außer Banane essen. Andalusien. Andalusien. Sonne ist auch da. Und uns ist das Erste, was hier direkt auffällt, es sind sehr, sehr viele Camper unterwegs. Sehr, sehr viele. Scheint sich rumgesprochen zu haben, dass es in Andalusien gutes Wetter gibt. Also jetzt seht ihr im Hintergrund, sind doch 1, 2 Camper hier schon da. Es sind unglaublich viele Camper unterwegs. Man hat sofort gemerkt, echt so an der Grenze zum Bundesland Andalusien oder wie sie das ja auch immer nennen, sind auf einmal so viele mehr Camper unterwegs gewesen. Richtig krass, wir haben ja unterwegs eigentlich jetzt kaum Camper immer gesehen. Mallorca nicht viel, auch um Barcelona relativ selten. Aber hier fängt es jetzt ja richtig an. Richtig krass. Aber
Man muss sagen, wir haben eine wunderschöne Aussicht. Ja. Top, hier gibt es richtig viele Stellplätze. Die sind auch bitter nötig bei den vielen Campern. Aber hier werden wir heute nächtigen. So, für mich starten jetzt die Geburtstagsvorbereitungen für den Herrn, der da hinten so schön entspannt. Und noch darf Fabi drin sein. Nachher schmeiße ich ihn auch noch mal vor die Tür, weil ich noch ein paar Sachen einpacken muss. Ich starte jetzt aber erstmal mit dem Kuchen. Und da hat sich Fabi einen spektakulären Kuchen gewünscht. Ein Marmorkuchen mit Kirschen. Freue mich schon. So, ich nehme euch mit und dann hoffe ich mal, dass der Kuchen was wird. So 40, 45 Minuten backen und in der Zeit kann ich jetzt den Freund rausschmeißen und mich um die restlichen Vorbereitungen kümmern. Wie rausschmeißen? Du wolltest doch noch Sport machen. Sonst wird's dunkel. Ich freue mich immer riesig auf den Geburtstag von meinen Allerliebsten, weil ich finde, es ist so ein Tag, der gehört nur der einen Person und das finde ich irgendwie richtig toll. Fabi hat sich schon ganz lang eine schöne Uhr gewünscht und die bekommt er morgen auch von mir. Und dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten besorgt. Also einmal wird er 33, habe ich hier so ein paar Ballons besorgt. Noch ein Foto ausgedruckt von Pablo und uns, das kriegt er noch. Seitdem werden wir natürlich dann auch noch ein bisschen dekorieren morgen. Ich habe so ein paar Girlanden und sowas gemacht und will das jetzt alles noch ein bisschen schön einpacken. Und dann hoffe ich, dass er sich morgen freut. Normalerweise schenken wir uns nämlich gar nicht so wirklich was Materielles zu den Geburtstagen oder auch zu Weihnachten. Haben das jetzt die letzten 3 Jahre schon gar nicht mehr gemacht, uns da was geschenkt. Aber dieses Jahr war es irgendwie an der Zeit, dass wir, dass Fabi einfach mal auch ein Objekt als Geschenk bekommt. Sonst machen wir eigentlich immer irgendwas Schönes zusammen oder unsere Reise ist unser Geschenk. Aber ich finde, manchmal darf es auch ein Geschenk sein. Deswegen hoffe ich, dass er sich jetzt morgen sehr freut. Jetzt muss es noch versteckt werden, damit der Rabauke das nämlich nicht vorher sieht. Wenn das nicht cool aussieht, dann weiß ich auch nicht. Richtig gut. Also es ist echt perfekt dafür. Und jetzt muss ich natürlich alles nochmal abbauen, weil er es ja noch nicht sehen soll. Happy Birthday to you. Darf sie auch machen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Schatzi. Happy Birthday to you. Ihr seht, das Frühstücksbuffet ist heute ein bisschen reichhaltiger als sonst. Wir haben ja auch uns mit Sekt eingedeckt. Das ist jetzt nicht das allübliche Montagsmorgens-Ritual bei uns, sondern die neue Woche erstmal mit einem ordentlichen Pegelstart. Richtig. Das ist einfach der Fall, dass ich ein Jahr älter heute geworden bin. Und deswegen frühstücken wir heute außerordentlich reichhaltig und gucken uns dann Almeria an.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, trotz keiner allzu spektakulären Ereignisse in diesem Video. Du hast Geburtstag. Außer meinem Geburtstag. Ein Glück, muss ich sagen, weil wir hatten jetzt echt keinen Bock auf irgendwie so eine krasse Aktion. Nee, hier reicht auch hin. Wir können auch einfach mal das Leben genießen, wie es ist und dann uns ein leckeres Bagel-Frühstück machen. Genau, in dem Sinne, macht's gut alle zusammen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es sein. Wir haben euch trotzdem lieb. Macht es gut zusammen. Tschüssi. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie ein Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine YouTube-Follower freuen sich mit dir. Alle deine YouTube-Follower freuen sich mit dir. Und damit tschüss, ade. You had me at a la 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 la.